Die Idee kam mir, Olaf, Tatsache im Knast. Ich habe von einem Döner geträumt. Es ist Alarm, Döner-Alarm. Basta. Dann kommen wir mal hier vorbei. Ich bin der Osman, ich bin 30 Jahre alt. Man nennt mich auch die Zelle. Ich betreibe einen Imbiss und habe Spaß am Kochen. Du hast hier deine Kühltruhe hier in deinem Schlafzimmer. Ist ja auch ungewöhnlich. Richtig. Die Gastronomie, die Liebe zur Gastronomie und deswegen brauchte ich eine Kühltruhe für meinen Imbiss, der auch halt 100 Meter von meinem Haus hier entfernt ist. Und ja, mich stört er nicht. Im Gegenteil, also wenn ich ihn angucke, muss ich meistens grinsen und denke mir so, krass, ich habe einfach eine Kühltruhe in meiner Einzimmerwohnung. Wo bist du denn groß geworden eigentlich? Ich bin hier groß geworden in Reinickendorf im Märkchenviertel. Ich wohne hier schon ich bin 30 Jahre alt. Wir sind, wo ich 6 Jahre alt war, hergezogen, also schon seit 24 Jahren. Vorher haben wir in Wedding gewohnt, in Wolterstraße. Und ja, also ich bin schon immer hier groß geworden. Deswegen fühle ich mich auch hier sehr wohl und mache meinen Job sehr gerne, weil ich 90% der Menschen kenne, die ich bediene. Und ja. Und woher kommen deine Eltern? Meine Eltern, wir stammen aus der Türkei, aber wir sind Kurd und stammen aus der Türkei. Also wir sind aus Urfa, kommen wir, aus Şanlıurfa. Und ja. Und was ist für dich Heimat? Berlin. Ja, Berlin ist meine Heimat. Aber du hast ja hier auch einen super Balkon, ne? Mit Panoramablick. Richtig, also von hier aus sieht man ganz Berlin, würde ich mal so sagen. Kannst du ja bis zum Alexanderplatz gucken. Richtig. Mein Traum ist es, die Zelle in die Stadt zu bringen. Genau da in die Mitte, wo der Alexanderplatz ist, wo der Hackischer Markt ist. Sky is the limit.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ja gut, eyvallah, sağ olasın Osman. Sen nasılsın? Valla ne oldu? Beste Mann hier. Beste Döner wie dieser. Ja, Takdarlı. Muss immer zurückkommen. Das ist mein Ansprechpartner. Der Ahmed Abi ist übrigens mein alter, ehemaliger Knastfreund. Saß selber 9 Jahre. Darf ich sagen, wegen was? Wegen Raubüberfall. Ja, leider. Leider. Auf die schiefe Bahn geraten. Jawohl. Ja. Damals waren wir jung. Ne? Azat! Gel lan seni meşhur edeyim gel. Und wie kommt es, dass ihr euch jetzt hier wieder seht? Und Zufall haben wir uns gesehen hier wieder. Nach so lange Jahre später. Ne? wart ihr die gesamte Zeit über im Er saß ja 9 Jahre, ich saß ja 4 Jahre, 11 Monate. Er saß länger. Ja. So, dann fangen wir mal an. Mein Bruder. Eisberg. Was hat es mit der Nummer da auf dem Wagen auf sich? Die Nummer ist die Buchnummer, die man im Gefängnis hat. 721 10 7. 721. Insasse 2010, Haus 7. Der Wagen, ist der selbst gebaut? Ja, also jetzt nicht. Den Wagen habe ich nackig gekauft, also da war gar nichts drauf, ganz rot. Also jetzt wo ich stehe, ich wollte ja unbedingt, dass es so ist, wie es ist, dass ein Mann aus dem Fenster heraus, oh, mein Vater, dass ein Mann aus dem Fenster heraus, aus den Gittern heraus Döner verkauft, Döner rausgibt. Wie bist du eigentlich in die Kriminalität gerutscht? Ich bin in die Kriminalität gerutscht, indem ich das schnelle Geld wollte. Ich wollte frei leben, ich wollte mir Sachen gönnen, ich wollte einfach Anerkennung von der Straße. Und so bin ich halt losgezogen und habe Einbrüche gemacht, habe Leute abgezogen und später dann, wo meine Eltern weniger Zeit für mich hatten, wegen meinem Bruder halt, mein Bruder ist ja sehr früh erkrankt, bin ich noch mehr in die Straße reingerutscht und habe noch mehr Anerkennung gesucht und
so bin ich halt in die Kriminalität gerutscht, würde ich sagen. Und wann hast du das Ganze so aufgearbeitet? Während der Gefängniszeit? Hattest du da psychologische Betreuung auch? Ja, also während meiner Haftzeit ist halt auch mein Bruder von uns gegangen. Und in der Haftzeit hatte ich dann halt Zeit, über all meine Fehler nachzudenken, über Leben und Tod. Also ich habe das auch ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Ich dachte nicht, dass mein Bruder weg ist. Und wo ich dann rausgekommen bin und zum Friedhof gelaufen bin und durch Friedhof gelaufen bin und seinen Namen gesucht habe, ist mir klar geworden, dass es war. Und dann überlegt man halt doppelt und dreifach, was der Sinn im Leben ist. Und da habe ich schnell erkannt, dass der Sinn nicht Geld ist, dass der Sinn nicht irgendwelche Partys sind, Klamotten sind, Ketten sind oder Uhren sind oder schnelle Autos, sondern der Sinn ist halt, ein gutes, gesundes Leben zu haben und ein gesundes Umfeld zu pflegen. Und der Sinn ist auch, sich selber und seine Mitmenschen glücklich zu machen und nicht Glück in irgendwelchen Geldern zu suchen. Die hattest du jetzt heute Nacht, hattest du im Kühlschrank wahrscheinlich? Natürlich habe ich im Kühlschrank, klar, die hatte ich im Kühlschrank und die wurden halt mit Folie, mein Bruder hat halt die Folie schon abgemacht gehabt, aber immer schön kühlen. Der Dönerspieß wird morgens geliefert um 5 Uhr oder 6 Uhr, denke ich mal. Und ja, weil die halt so eine Tour haben, die fahren durch Berlin und liefern halt die Dönerläden ab und deswegen hängt der da schon. Gleich, wenn ich den auspacke, wirst du merken, das ist nicht ein normaler Hackspieß, sondern das ist ein Spieß 50-50. Der originale Döner Kebab Original müsste 30-70 sein, also 70% Hackfleisch und 30% Scheibenfleisch. Aber ich wollte es noch besonderer haben, also noch besonders haben und habe meinen Lieferant gefragt, ob die mir nicht 50-50 machen können, also dass mehr Fleischanteil ist. Mehr Fleischanteil bedeutet mehr Geschmack. Deswegen habe ich heute meiner Meinung nach einen sehr, sehr, sehr guten Spieß. Ja. So. Ich muss einmal die Hand waschen. Das Kabel ist immer halt baustellenmäßig. So. Der Rotkohl kommt auch von zu Hause. Der Rotkohl wird auch halt einen Tag vorher geschnitten, geschält und geschnitten. Und jetzt gleich wird er mariniert. Dann nehme ich die Stich mit, wie ich die mariniere. Ja. Zucker. Da kannst du den auch rausschmeißen, bitte. Hinten in den Wagen rein. Hier, den kannst du auch gleich mitnehmen. Danke. Mein persönliches Lieblingsgewürz ist Sumak. Ich auch gerne mal mit in den Rotkohl. Sumak ist wilde Zitrone. Ich weiß nicht, wilde Zitrone nennt man das so? Das ist halt so Zitrone mit Geschmack. So Wildzitrone.
So, ist so Granatapfel. Ich mache meinen Rotkohl anders als die anderen Dönerläden. Welcher Größe hast du angefangen? 0,5 Liter Flasche. So klein. So ungefähr. Ja, so hat alles angefangen. So, mein Lieber, dann fangen wir an jetzt den. Okay. Mein Vater sagt immer, umso mehr du es massierst, umso leckerer wird das alles. Also lange massieren, die Gewürze mit dem Rotkohl schön vermischen und vermengen. Okay, wir haben genug massiert und machen wir weiter. Was ist genau deine Backstory? Meine Backstory zu der Zelle, wie die Zelle entstanden ist, wie die Idee kam, ist ganz klassisch. Ich war im Gefängnis. Es war halt so ein heißer Sommertag, weißt du, es war 36 Grad. Es war am Samstag. Ich war in meiner Zelle. Wir hatten keinen Aufschluss, weil wenig Beamte waren. Zellentür ging auf und der Herr Krüger meinte, Herr Alakus, heute gibt es Suppe. Ich mit meiner Schüssel nach vorne. Okay. Er packt die Kelle in die Suppe rein und gibt mir so eine Kelle, sagen wir mal. Ich gucke mir die Suppe so an. Ich sag, Herr Krüger, was ist für eine Suppe? Er sagt, Herr Alakus, das ist Würstchenkohlsuppe mit so einem richtig fetten Lorbeerblatt und einfach so giftgrün. So. Ich dachte, das kommt von irgendeiner Kanalisation. Ich in meine Zelle rein, dazu gab es auch Brotscheiben, jedes Toastbrot war so dick und dazu gab es so Johannisbeergelee und 1 Liter Milch. Ich gehe in die Zelle rein, gucke in meine Schüssel rein und denke mir so, das soll ich jetzt essen? Und werde so emotional. So, ich dachte mir so, was ist das für ein Leben? Es ist 36 Grad, die Suppe ist auch nochmal 40 Grad gefühlt und sieht aus wie Pampe. Und ich habe so leicht Tränen bekommen, so Wuttränen, ja. So, ich dachte mir so, okay, irgendwann mal werde ich rauskommen und ich werde die Zelle öffnen. Einfach so, ist mir einfach so gekommen, ich werde in der Zelle erstklassiges Essen anbieten und also der Name wird die Zelle sein und ich werde es auch in Schüsseln servieren, mein Essen, wie die Gitterbowl vorhin und es wird so eine kleine Welt sein, in die du reinguckst und einfach dich verlierst. So dachte ich mir so. So, das ist der Kontrast zum Laden. Aber ich dachte mir so, dass dieser Traum wahr wird, muss ich diese Suppe schlürfen. Und mit Grinsen und mit Tränen, wie Joker, habe ich diese Suppe bis zum letzten Tropfen gegessen, obwohl sie sehr eklig geschmeckt hat. Aber ich dachte mir so, das ist so der Zaubertrank. Wenn ich diesen Zaubertrank nicht trinke, erfüllen sich nicht meine Wünsche.
Ja, so nach der Suppe habe ich gemerkt, so was ich alles so im Knast mache, so wie ich meinen Tag so gestalte. Es war halt auch so, dass ich zum Beispiel für die Leute, die Sicherheitsverwahrung hatten, die nie aus ihrer Zelle rauskamen, weil die halt so eine Monsters waren, für die gekocht habe. In dem Sinne, es war eine Station. Für die bin ich dann durch den Zellengang gegangen und habe dann halt jeden Zelleninsassen so eine Karte in seine Zelle reingemacht. Und nachdem ich diese Zellenkarte reingemacht habe, stand da halt drauf Sahnesoße, Bolognese oder Cheeseburger. Das waren dann so halt 8, 9 Leute und die Mehrzahl hat dann halt gewonnen. Das habe ich dann halt an dem Tag gekocht und habe es halt jedem gegeben. Ich hatte halt auch einen guten Draht zu Beamten, die mir halt das auch ermöglicht haben. Dann hat ein Menü 8, 9 Euro gekostet mit Getränk und irgendwas Süßes noch. Und nächster Einkauf habe ich dann halt von jedem Insassen halt 8, 9 Euro bekommen. So habe ich meinen Einkauf aufgestockt, weißt du? So hatte ich statt 40 Euro auf einmal 80, 90 Euro, weißt du? Und da habe ich gemerkt, was ich eigentlich mache im Knast. Ich handele mit Essen. Andere haben mit Handys gehandelt, der andere hat mit Drogen gehandelt, manche haben CDs verkauft. Ich habe Essen verkauft, weißt du? Da hat schon angefangen, da habe ich überlegt, ich muss das erweitern, ich muss rauskommen und weiter so eine Geschäfte machen. Weil ich mache den Menschen glücklich und er bezahlt mich dafür, dass ich ihn glücklich mache. Also ich gebe ihm was in seinen Magen und er isst und wird glücklich und so hat bei mir halt auch entstanden. Auf einmal wollten alle mit mir Kochgruppe machen, weil die halt auch gesehen haben, was für ein Talent ich habe, wie ich schnippele, wie ich zusammenwürze. Dann habe ich meine Soßen immer in Ruhe gelassen. Ich habe das gekocht und dann habe ich immer die Soßen, die Gewürze entfalten. Ja, so nennt man das, glaube ich. Die Soße hat sich dann entfaltet, die Gewürze haben sich entfalten und ja, und so alles in einem wollte ich die Zelle öffnen. Und dann habe ich angefangen halt hier auf dem Wochenmarkt, habe ich Potenzial gesehen, weil bei uns hier in Reinickendorf im Märkischen Viertel es sowas nicht gibt. Dachte ich mir, ich öffne die Zelle und gehe den ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Falls jemand Probleme macht, geht die Sirene an. Aber wir leben nach diesem Rezept. Wie eine riesen Orange, die ich jetzt schälen muss. Jetzt zur Kontrolle noch mal gucken, ob irgendwo noch was hängen geblieben ist, bevor wir ihn anschmeißen. Siehst du jetzt? Diese ganzen schönen Fleischschichten, Boljaprak. Also auf Deutsch viel Scheibenfleisch. Und das haben viele nicht. Also ich glaube, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich bin einer der Einzigen, der das hat. In diesem Maß. Die Also meisten in dieser Mischung sozusagen. in dieser Kombination, in dieser Mischung bin ich, weil ich halt auch selber sehr gerne esse, habe ich einfach mal gefragt, meinem Fleischlieferanten oder Produzenten, und der meinte, ja, könnte man eigentlich einrichten, und ja, seitdem habe ich diese spezielle Art von Fleisch. Ich zahle dafür mehr, aber dafür habe ich halt diese Qualität, diesen Geschmack, weißt du, dieser Geschmack ist einmalig.
Ich habe gesehen, da hast du die Olsenbande und Bud Spencer und Terence Hill. Das ist halt meine Kindheit, war. Kabel 1, damals mit Papa immer Bud Spencer und Terence Hill geguckt. Die Olsenbande ist halt von meinem verstorbenen Onkel noch, der aus Dänemark kam. Der hat das meinem Papa gezeigt, mein Papa hat es mir gezeigt und Olsenbande halt. Heutigen Filme oder Darstellungen, die sind halt zu extrem. Aber die sind halt so bodenständig, die sind immer halt so cool gewesen und deswegen bis heute, wenn ich irgendwo das sehe, dann schalte ich nicht weiter, sondern gucke mir das weiter an. Bismillahirrahmanirrahim. Und wir beginnen den Tag. Vorsicht! Hoppala. Vorsicht! Oh, Freiheit, Freiheit. Das ist schön warm hier, war schon sehr warm hier drin. Warum hast du dir einen eigenen Knast jetzt eigentlich gebaut? Ja, weil der Imbiss heißt die Zelle und ich wollte dem Motto treu bleiben. Ich wollte einfach aus dieser Luke Menschen Essen geben. Oder halt hier zwischen Menschen Döner geben. Das ist halt Haftschaden, würde ich sagen. Ist einfach so. Jetzt gerade ist der Döner durch. Und jetzt muss ich die Temperatur so einstellen, dass es schön saftig bleibt. Dass das Saft mit dem Döner verbleibt. Ich bin sehr stolz auf meinen Döner, wirklich. Weil ich sehr viele Dönerläden kenne, wo der Spieß einfach so vertrocknet. Aber es ist halt auch eine kleine Wissenschaft, das ist nicht einfach nur Döner. Döner ist Kunst. Wie kam dir die Idee? Also die Idee kam mir, Olaf, Tatsache im Knast. Ich habe von einem Döner geträumt. Und da habe ich gesagt, okay, ich werde rauskommen und ich werde den besten Döner in Deutschland machen. Und so ist es entstanden, die Idee. Ich habe einfach davon geträumt und ja, da ich von einer Gastronomiefamilie komme, war das nicht weit von mir mit der Döner-Geschichte. Manche spielen Gitarre, ich spiele Herd. Wie gesagt, ich muss genau die Temperatur erwischen. Mein obere Gasbrenner ist halt jetzt gerade ausgegangen, weil er halt das nicht akzeptiert, weil ich das ganz minimal mache, so dass es schön saftig bleibt, weißt du? Er soll braun bleiben und dabei noch, er soll nicht weiter garen, er soll einfach nur noch warm halten, weißt du? Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber das ist halt meine Denkensweise. Warte, so bleibt er saftig. Ich gehe jetzt hoch, hol Zwiebeln und komme gleich wieder. Und wie ist es, mit deinem Bruder zusammenzuarbeiten? Ganz gut. Das ist wie gut. Macht es Spaß? Natürlich. Immer. Magst du selber Döner? Ja. Lass mich einmal durch, bitte. Warte, ich bin da. Urlaub verschwindet hier. Gerade mit der Tomate? Die war platt und die möchte ich nicht in die anderen Tomaten mixen. Sonst werden die anderen auch noch so mäßig, so flüssig dann. Deswegen ich möchte meine Kunden gut bedienen und die nicht verlieren. Die sind treu geblieben und bleiben auch treu. Wenn ich jetzt eine Platte reinmache, dann wird das ganze Tomate drinnen sich flüssig, mixe ich alles zusammen, dann wird der Döner auch noch mit flüssig. Das ist die Sache. Einmal die harten, keine weichen. Weißt du, das ist schon hart. Ja.
Schöne Tomatengurke, ja, die Dame? Ja. Und einmal einen Stempel bitte. Machen wir sofort. Wo ist das, Mann? Kommt sofort. Komm, sofort. Ja. Welche Soße hätten Sie bitte, die Dame? Knoblauch und Kräuter. Ich mache Kräuter auf das Salat und auf das Fleisch mache ich Knoblauch. Ja, die Dame? Ja, okay. So, Wagen zurück, ja? Alles klar. Dankeschön. Schön. Ja, Dankeschön. Machen wir gleich sauber. Jo, sagen können, dass man nicht mitgekriegt hat. Danke. Möchten Sie es mitnehmen oder jetzt auf die Hand? Zum Mitnehmen bitte. Darf es bei dir sein, bitte? 2 Döner, bitte. Rund oder eckiges Brot? Also ich darf aussuchen, welches Brot du willst, ja? Ja, na klar, gerne. Dann nehmen wir mal heute für dich eckig. Okay. Ja, 1 Euro habe ich. Wechseln Sie? Natürlich, warte, gebe ich dir sofort. Was kriegt die Dame? Ich mach schon meine Tomaten. Schöne Woche. Danke. Ich muss besser weg. Haben Sie Ihre Bonuskarte gestempelt? Haben Ja. Sie? Okay. Zum Gleichessen oder mitnehmen? Zum Mitnehmen. Das erste Mal heute bei hier. Bonuskarte, soll ich deine mitgeben? Und eine Cola noch. Gerne. Normal. Dann einmal 57 bitte. Du bist immer Donnerstag hier, oder? Dienstag und Donnerstag und Samstags. Dreimal die Woche.
Guten Appetit. Ich auch. Ciao. Bonuskarte. Ja. Das ist einfach, das ist die hier. Mein Logo, die Zelle. Zelle, Geschmack, was sich gefangen nimmt. Kaufe 10 Döner, erhalte 1 Döner gratis. Das kenne ich so aus meiner Kindheit und ich wollte das einfach weiterführen. Mein Papa hatte das auch. Mein Papa hatte das und 2000 und ich dachte, ich führe das weiter, so weißt du. Gibt's, ja, Hatte dein Vater einen Dönerladen? richtig. Er hat auch erstmal einen Container gehabt in Eberswalde und danach hat er in Berlin Schöneweide einen Dönerladen gehabt und ja, ich bin halt damit groß geworden. Zack, den können wir ausmachen. Saftig lassen. Ich lasse es immer schön saftig. Ich will nicht, dass der Döner austrocknet und ich will auch nicht, dass er weiter gart. Ich will auch nicht, dass er... Ich will einfach, dass er so bleibt, wie er jetzt gerade ist. So schön saftig, so schön mit Fleisch, also schön flüssig. Was unseren Imbiss auch sehr besonders macht, ist, wir versuchen für jeden Gast... irgendwie das so zu machen, wie er es gern mag. Weil manche Leute mögen halt eckiges Brot, manche mögen es rund, manche mögen nur Tomaten, manche mögen nur Gurken. Also wir versuchen schon wirklich auf jeden Kunden einzugehen oder Gast. Und ja, das macht auch unser Imbiss sehr besonders, finde ich. Jetzt haben wir auch die karamellisierten Zwiebeln. Das ist auch was Besonderes, oder? Weil das hat ja, ich weiß nicht, habe ich noch nie mitbekommen, dass jemand karamellisierte Zwiebeln anbietet zum Döner. Richtig. Naja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich sehr gerne koche. Deswegen, es gehört einfach, ich habe mich viel ausgetestet und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass gebratene karamellisierte Zwiebeln ganz gut auf den Döner passen. Und ich habe es ausprobiert, es hat mir geschmeckt. Und da habe ich es gemacht. Du könntest es ja auch einfach machen und einfach fertige Soßen kaufen. Ja, könnte ich machen, aber das ist nicht mein Stil. Ich mache das schon gerne selber. Zumal ich auch selber meine Gewürze reinmache, meine extra Sachen reinmache, die ich jetzt nicht hier sagen möchte. Hörst du das? Psch, Musik. Psch, psch, psch. Auch jetzt, in der Zeit mache ich weiter. Dieses Bild, Olaf, das Bild haben wir seit, ich denke mal 2003 oder 2004 in der Familie. Das lag ein paar Jahre im Keller. Das war damals bei meinem Papa im Spätkauf. Oder damals nannte man das Kiosk, wie auch immer. Das hing über seiner Kasse und ich als 10-Jähriger, 9-Jähriger kam halt Wochenende immer zu ihm nach Schöneweide und habe ihn immer gefragt, was ist das? Und dann hat er mir mal erzählt, halt, der hat dem was mitgebracht zu essen, der ist das. Also der hat einfach irgendwas erzählt, dass ich halt immer eine Geschichte habe. Und dann hatte ich das im Keller gesehen gehabt bei uns. Ich dachte mir, das muss irgendwie hier rein und dann haben wir es hergebracht und es hat einfach perfekt zu der Lüftung gepasst. Wenn du mal so guckst, von hier bis hier so, also es ist einfach, als wäre es dafür geschaffen, weißt du? Und heute hängt es hier.
da ist eine Tonne für richtig. Wie bitte? Wenn man unten legt, dann ist es nicht. Dönerläden, die haben Yaprak-Döner komplett, 100%. Warum hast du das nicht? Weil wir in einem, ich sag das jetzt mal doof, in einem Brennpunktviertel wohnen, in einem Hartz-IV-Gebiet sind und da haben die Leute schon sehr wenig Geld für sich und da müsste ich ja für einen Döner 8, 9 Euro verlangen, weil das halt erste Klasse ist und das würde hier nicht klappen. Deswegen habe ich auch sehr humane Preise bewusst ausgewählt, weil halt wir in einem sehr armen Viertel sind. Ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber mehr als die Hälfte, würde ich sagen, sind hier Bürgergeldempfänger. Deswegen würde hier kein Yaprak funktionieren. Ich habe das bei mir in meinem Social Media Bereich mal angeboten. Also ich frage ja meine Community mal bei TikTok oder bei Instagram, wie die das finden, ob die das gut finden würden, Steakfleisch. Und da kam halt kein so großer Feedback, würde ich sagen. Und deswegen ist es so geblieben. Ich mag das nicht, ich weiß nicht, es beruhigt mich. Döner-Dinger, die sind immer, Dönerspieße sind immer so trocken, aber der ist, guck mal wie, das ist wirklich ein Bild. Also für mich ist das ein schönes Bild. Ja, Dönerbox. Also Dönerbox. Dönerbox neben der Sirene. Es ist Alarm, Döneralarm. Wir machen Kräuter auf die Pommes und auf Fleisch. Ich will es dir erklären. Also Kräuter für die Pommes und auf dem Fleisch Knoblauch, ja? Und ganz nach oben ein bisschen scharf. Das ist auch so eine Eigenrezept. Ich finde immer Knoblauch und sehr gut zusammen. Ein bisschen scharf. Das Temperament steckt. Eine schöne Serviette als Anzug. So, die Dame. Dankeschön. Bitte schön. Brauchst du auch eine Gabel oder irgendwas? Serviette? Nein, Okay. es geht so, danke. Guten Appetit. Schönen Tag noch. Danke dir auch. So. Ich mach die Chips klein, dass es schön auf die Gabel kommt, ja? Super.
Kann ich schon zahlen? 10 dann bitte. Unser TikTok-Kanal oder woher wusstest du, dass wir neue Sachen machen? Mein Kollege hat mir gesagt. Der Kollege. Seid ihr auch bei TikTok? Ja, bei TikTok die Zelle Berlin. Und da versuchen wir jeden Monat ein neues spezielles Gericht rauszubringen. Guck mal, so richtig. Ja, bitte, nimm. Ist das TikTok? Bitte. Ab und zu mal ein bisschen. Ja, ich habe davon gar keine Ahnung, leider. Und bist du über Instagram drauf gekommen oder ein Video gesehen? Mein Kollege hat mir hier empfohlen, hat gesagt, es gibt etwas Neues. Und dann habe ich halt gesehen, diese Chips. Und ich meinte, okay. Bin mal jetzt gespannt. Kommst du auch aus der Gegend hier? Ja, ich bin aus dem Leben, aus dem Tiefensee. Ja, bin mal gespannt. Was hat er reingemacht? Ich habe heute Kamerateam hier. Ich habe heute Kamerateam hier. Die Kamera ist so weh. Heute kommen wir und heute nehmen wir Schutz mit. Ja. Ja. Salat? Kein Rotkohl, sonst alles ein bisschen. Kein Rotkohl, sonst alles, ja? Ja, Ja, das ist 2 Tage. Soße bitte der Herr. voller Liebe, so wie SpongeBob. Ah, scheiße, jetzt ab. So, mein Lieber. Bitte schön vermengen, ja? Ja. Guten Appetit, mein Freund. Ich danke dir. Ich bin mal dir. gespannt. Danke auch. Beste. Einfach so empfehlen. Soßen, es passt alles perfekt. Mit Pommes Geschmack. Diese Chips mit Käse, einfach zu empfehlen. Meiner Meinung nach. Okay. Die karamellisierten Zwiebeln müssen jetzt durch sein. Ich lasse das genau bewusst so. Ich hätte jetzt ausspülen können und so, aber ich will, dass dieser Zwiebelgeschmack mit dem Käse sich verbindet. Wir müssen kurz warten, bis da Blasen schlagen, damit die Käsesoße schön cremig wird. Ja. Gibst du mir bitte das Gewürz hier? Wie geht da? Die Inspiration für die Käsesoße oder für den Chili Cheese Döner kam von einem sehr bekannten Burgerladen in Berlin. Mr. Patty ist der und der macht sehr leckere Burger. Schöne Grüße übrigens, gehen raus an Mr. Patty. Und der hat halt so eine sehr geile Box mit Burgern und mit Käsesoße. Und dann habe ich überlegt, ob man das nicht auch mit Döner machen kann. Und ja, so ist die Käsesoße bei mir entstanden. Hat's geschmeckt? Super. Einfach zu empfehlen. Danke dir, mein Nicht Lieber. vergessen, einfach nur folgen. Danke. Also ich kratze das auch wirklich bis zum letzten Tropfen raus, weil der Käse, die Dose ist sehr teuer.
Und deswegen, also für die Leute, die jetzt sagen, ja, der kratzt da alles raus, ja, ich kratze es bewusst aus, weil ich dafür Geld zahle. Und wie gesagt, der Käse sehr teuer ist. Aleykümselam. Osman ben biraz sonra yaparım. Bunun için yemek yerken. Kein Problem, abi, mach. Was ist das? Soße? Käsesoße. Käsesoße. Du magst ja den Döner sehr klassisch. Ja. Beste Döner. Ja. Ja, hier im Wittenau wirklich beste Döner. Isst du hier auch ab und zu? Ab und zu nicht immer. Aber der ist in der Woche 3-mal hier. Der, was, Osman? Dreimal in der Woche esse ich meinen Döner hier. Du hast viele Stammkunden, ne? Richtig. Wir sind wie eine kleine Familie hier, würde ich sagen. Ui, Maschallah. Mein Enkel so. Schön. Ne? Hab das noch, Ich habe einen Gast, der kommt immer her und der bestellt den Quattro-Döner. Also Quattro heißt mit allen 3 Käsesorten, die ich habe. Halloumi-Käse, Schafskäse und hier den irischen Cheddar-Käse. Wieso sagt er das? Du bist ein Kämpfer? Weil er mich kennt, weil er weiß, dass ich mit sehr wenig angefangen habe und es so aufgebaut habe. Und jedes Mal, ich sehe, der hat andere Ideen. Sehr gut, sehr gut. Und wo er angefangen hat, er hatte nicht mal richtig Gasflasche gehabt. Ja? Aber jetzt, ich sehe, perfekt, perfekt. Ich gönne meinem Bruder das. danke, David. Mein ganzes Leben hat immer nur mit Essen, mit Essen alles in Verbindung gesetzt. Wo mein Papa seinen Kiosk hatte, hat der halt, mein Papa ist auch sehr guter Koch, muss man dazu sagen. Er hat immer hinten noch so eine kleine Küche gehabt und da hat er immer irgendwas zusammengebastelt, zusammengekocht und ja, ich denke, wenn man sowas immer sieht, dann will man das auch machen oder will eine Erweiterung wie in meinem Fall geben. Also mein Papa hat auch schon alles probiert, was ich auf die Karte gebracht habe und hat auch immer seine ehrliche Meinung gesagt. Und meine Mutter ist auch eine sehr gute Köchin, muss man auch dazu sagen. Das ist halt, Papa kocht mehr so deutsch, so mehr so europäisch und Mutter kocht halt gern kurdisch, türkisch. Zusammen war das immer eine sehr gute Kombination, finde ich. Mal das, mal das. Ja. Unsere Käsesoße ist al dente. Deswegen, Bismillah. Bismillah. Hoppala. Schön alles auskratzen. Das ist der Favorit. Ja, mit Darf das, jetzt raus. Leute. Was machst du? Alles klar? Oder nicht? Wir haben heute den Moody Foodie da. Heute nur von oben schneiden, wenn Rakan da ist. Kein Problem. Ein Döner für jeden? Ja, stimmt. Zum warm werden erstmal. Rund oder eckige Brot? Wie geht's dann? Ja, alles okay? Welches Brot willst du? Rund und rechts auch. Ich mach was Gutes. Ich komme auch gern bei mir Döner essen. Der Große von heute wieder. Ja, den hatten wir schon da, den jungen Mann. Nur von oben auch bei ihm. Ja, soll er bei dir auch kommen? Weiß ja.
Das sind halt alles ehemalige Häftlinge, die ich aus der Haft kenne. Die haben halt hohe Ansprüche. Die kommen ja auch, man isst ja auch nicht überall seinen Döner. Ich nehme das denen aber nicht übel, wenn die sagen, von oben stellen oder von unten stellen. Das sind halt Gäste. Das heißt halt im Deutschen, Kunde ist König. Das sind Gäste, die lange schon gesessen haben. Die wollen nur von oben geschnitten haben. Wie lange hast du gesessen? 6er. Holt mich raus! Aber ich habe auch normale Gäste, ja, nicht, dass du denkst, die sind nur Knackis. Das sind halt die Frühaufsteher, die gerne morgens einen Döner essen. Zack, zack. Deine Döner schmeckt, Wallah. So, sag mal Soße. Nein, du isst mal normal Döner. Ja? Ja. Erstmal Standard Berliner Döner, Kräuter, bisschen scharf. Machen wir die nicht so voll. Oder? Ja, ja. Keine Tomaten. Keine Zwiebeln. Cola Eisberg, ja. Bisschen Gurken. Ach, wird doch so. Dankeschön. Bitteschön. Bist du nur hier oder auch woanders? Nee, ich esse überall. Überall. Erstmal hier. Aber das ist der erste, mein erster Döner hier. Mal gucken, wie er schmeckt. Hast du gehört? Bist du nur hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Langjähriger Stammkunde, seitdem er da ist. Seitdem er da ist. Privat mein Freund. Bra, machen wir mit nur Tomaten und ein bisschen Zwiebel. Okay, mein Bruder. Guten Appetit. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Abstand, das beste Döner in Berlin. Schluss an. Habibi. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur großen Frage. Warum warst du im Gefängnis? Ich war im Gefängnis wegen Raubdelikten. Ich habe Menschen ausgeraubt, ich bin in Wohnungen eingebrochen. Ich habe halt auch Gewaltstraftaten gehabt, wie Körperverletzung. Ja, alles nicht Schönes. Jetzt im Nachhinein würde ich sowas niemals wieder tun oder mich in so einen Kreisen bewegen. Aber zu der Zeit habe ich halt schnell gelebt und dachte, das ist das Wahre. Kriminalität. Ich habe gedacht, alles muss so sein wie bei Scarface, wie bei Der Pate. Alles muss nach, weißt du, man hat halt das im Kopf. Man dachte, die Filme, die man sich anguckt, die sind Wahrheit, weißt du so. In den Straßen der Bronx, das hat mich auch sehr geprägt. Und so habe ich halt mein Geld gemacht und habe dann halt, Gott sei Dank, sage ich mal heute, so eine Strafe bekommen. Saß halt nicht alles, weil ich mich gut geführt habe, weil ich im Knast gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Ich muss was ändern. Und ja, heute sitze ich hier und kann sagen, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin resozialisiert worden, aber die Resozialisierung kam halt von mir selber. Ja? Ich wollte das so, ich wollte nicht mehr dieses Leben leben. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu dieser Unterwelt, sage ich mal so. Ich habe halt einen gesunden Freundeskreis, ja? Aber halt nicht mehr die irgendwie mit Kriminalität verbunden sind. Meistens sind meine Freunde auch resozialisiert oder gehen jetzt den geraden Weg, aber keine Leute, die halt irgendwie den anderen irgendwie was wegnehmen oder irgendwas Drogen verkaufen oder Frauen verkaufen oder halt mit sowas habe ich nichts mehr zu tun. Ich lebe seit 5 Jahren ein straffreies Leben, ein soziales Leben und versuche halt mit meinem Imbiss, mit meinem Social-Media-Bereich erfolgreich zu werden, was auch mir gelingt, Gott sei Dank. Ich habe euch angeschrieben, Modifodi. Es ist mir auch eine große Ehre, mit euch hier heute das zu drehen und zu machen, weil ich wollte das. Ich wollte auch nicht mit jemandem darüber reden. Also es war mir schon sehr wichtig, dass ihr das mit mir macht. Kein Currypulver, aber oder? Ja, mit. Ist das Coca-Cola? Natürlich weiß ich das. Es
Welche Brot willst du? Runde oder eckige Brot? Nur Mayo, ja, Abla? Nur Mayo. Schön fürs Aroma. Ist das Regen in mein Gesicht? Akili kann einpacken. Scharf ist sehr scharf. Ich mach den ein bisschen, ja? Soll ich ein paar Pommes reinmachen von mir? Willst du? Für das Crunchige. Sommer war schon nicht gut. Was noch? Was noch? Nur Zwiebeln. Jawohl. Willst du gleich erst mal mitnehmen? Okay. So. Hier. Nein, Osman, lass dich. Okay, er lädt dich ein, meint er. Lass Das den ist von mir geschenkt. Er lädt dich ein. Lass dich schmecken, ja? Ich merke auch gerade, jetzt ist Schlag hier drin. Danke dir. Lieb's ja nach Slavi. Alles klar? Was mit karamellisierten Zwiebeln? Ja. Neuer Stil, ja, mit Bart? Allah, mal so, du weißt Ja. extra dir. Ja. Knoblauch scharf, bitte. Osman, diese Beule hast du von Brasilien mitgenommen? Ja. Az bir şey de bana bak, çok az. Reicht. Wird schon auf jetzt noch. Ganz anders. Mit den Zwiebeln ist krass. Ganz anders. Sag dir ehrlich. Eline sağlık. Darf ich dich was fragen? Bist du Stammkunde hier? Na klar. Jeden zweiten Tag, ich bin hier. Woran liegt's? An dem Döner und an der Person natürlich. Er ist ein sehr sympathischer, guter Verkäufer. Und immer wieder neue kreative Ideen. Die Ideen sind der Wahnsinn. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo in Berlin ein Dubai-Döner gemacht worden ist. Er hat es hingekriegt. Ja. Karamellisierte Zwiebel, noch nie in Berlin gesehen. Dass irgendjemand einen Döner mit karamellisierten Zwiebeln gemacht hat. Deswegen sind wir auch hier. Aber viel mehr natürlich wegen dem jungen Mann hier. Danke. Freut mich zu hören. Immer damit spielen. Das ist mein Instrument. Wirklich. Es gibt Dönerläden, ich will jetzt nicht immer die Döner, aber es ist einfach die nackte Wahrheit. Die machen einfach und lassen das so garen, weißt du? Aber wenn du nicht damit spielst, dann kriegst du nicht das, was ich gerne habe. Dieses Saftige. Dieses, weißt du so? Deswegen spiele ich mal, mach ein bisschen runter, mach ein bisschen hoch, stell's ein, dies, das. Aber das ist so
meine Gitarre. Wenn später mehr los ist und dann ich alles anmache, dann ist die Gitarre richtig am Musik. Aber so ist gerade, es ist ein kleines Liedchen. Und warum sagst du immer Musik? Weil dieses das ist für mich Musik. Hier, Musik. Käse oder wie? Nein, normale. Normalen Döner, ja? Machst du einmal einen Döner für Devin? Oder soll ich Spliederbrot machen oder ganz? Wie hättest du den gerne? Mit hier ausgemachtes Brot oder? Ausgemachte. So, Bruder, welche Soße soll ich bei dir machen? Kräuter, Knoblauch, scharf? Alle drei, ja? Salat auch alles, Bruder? Nein, nur Zwiebeln. Nur Zwiebel, ja? Ein paar Flocken, Chiliflocken oder reicht aus? Passt, passt. Ja. Erstmal. Der Chips muss man immer extra bezahlen oder wie erstmal. Ja. Wenn wie Und jetzt noch zu essen. Bei dir, mein Lieber? 2 Döner bitte. Ein rotes Brot oder? Mach mal von mir. Stimmt, mein Lieber. Bruder? Ja, sieht gut aus. Was hast du denn angestellt? Und das, ja, mein Lieber? Sieht sehr lecker aus. Erst doch mal. Gutes Fleisch. Das ist ein richtiger Döner. Was ist Du bist ein Schmecker, Devin. Auf jeden Fall, Mann. Echt lecker. Lass dich schmecken. Richtig gut, der Kunde auch, also, Wie bitte? bist du auch öfter hier? Ja, ab und zu. So 2-3 Mal im Monat. Man macht nichts Falsches damit. Yallah. Kann bei dir Döner oder Döner? Döner. Ich nehme einen Döner. Ja. Manche Leute muss man zu seinem Glück zwingen. Einmal Räucher. Und noch ein bisschen scharf rein. Ganz wenig. Und ohne Zwiebeln. Klar, ich will. Nur Tomate. Dankeschön. Bitteschön. Lecker aus, oder? Bist du auch öfters hier? Also nicht nur zum Schieben, sondern auch... Wir kommen öfters hier bei der Zelle vorbei. Bei der Zelle. Wenn wir immer Hunger haben, dann kommen wir immer bei ihnen vorbei. Man macht uns den besten Döner. Ja, ich wollte dir heute mal den Wochenmarkt zeigen. Unsere lieben Mitteilnehmer an dem schönen Wochenmarkt. Der hat schöne Klamotten immer. Heising.
Hi. Hallo. Wir haben schöne Klamotten. Also Hallo. wenn ihr mich besucht, könnt ihr auch gerne hier, die Damen und Herren. Schöne Klamotten. Da, schön. Hinten seht ihr, wie unsere Gäste von uns Essen nehmen und hinten im Park schön essen. Die Familien, die Dinger. Dzień dobry. Dann haben wir hier den Duftmann des Vertrauens, Jailer. Genau, ey, was war mein Bruder? Echt, so lange kennt ihr euch schon? Ja, schon wirklich sehr, sehr lange. Grundschule. Auf jeden Fall habe ich auch spezielle Gäste heute aus NRW und aus Berlin. Die sind mich besuchen gekommen. Fernando, erzähl was. Mein Bruder Ben und ich, wir haben den Podcast Hardys nach Lunken. Das bedeutet, wir reden viel über das Rockermilieu, über Kriminalität allgemein und machen auch viel Prävention für Jugendliche. Wir haben selber eine, wie man so schön sagen darf, kriminelle Vergangenheit. Und in dem Podcast von uns beiden sitzen quasi so gesehen auch 15 Jahre Haft. Und ja, jetzt sind wir seit 2 Monaten ein Team, haben den Podcast gegründet und läuft sehr gut. Und jetzt überreiche ich das Wort an meinen ehrenwerten Bruder Ben, der schon mal ein Stück Wasser nimmt, weil der redet immer am meisten. Nee, ich kann mich dem Buchautor, er hat wieder seinen Namen alle Ehre gemacht, nur anschließen. Ja, ein Satz, 4 Seiten. Ich bin nur mitgekommen, weil Fernando mir von dem Projekt hier heute erzählt hat. Ein gemeinsamer Freund von uns dreien hat mir auch von dem Projekt erzählt und dann habe ich mich heute mal in den Westen getraut hier, habe mir das Ganze mal angeguckt. Ich feiere das auf jeden Fall brutal, was du hier machst. Ich habe gerade zu Fernando gesagt, ich kann mich noch erinnern an Zeiten, ich bin mit 16 zu Hause ausgezogen und habe mich echt lange mit Haferflocken und Reis und Ketchup ernährt. Und ich komme aus dem tiefsten Osten eigentlich, Digga. Ich komme aus Cottbus, da geht es den Leuten auch nicht so geil. Auch so, wir haben auch so Brennbezirke, wie es der MV einer ist. Und da finde ich sowas geil, wenn sich einer aus der Community den Kopf macht, wie man die Leute hier vor Ort satt kriegt, zu fairen Preisen. Was aktuell echt schwierig ist, was echt eine Monsteraufgabe ist, die er macht. Also, deswegen sind wir heute hier, haben jetzt was gegessen, haben was getrunken. Ist doch gut, mein Lieber. Der hat nie Geduld. Perfekt so. Noch Käse drauf oben oder perfekt so? Alles drauf. Macht volles Ding. Du magst Käse, glaube ich, oder? Ja, Käse bitte. Deutsche Tradition. Ja, genau. Die spezielle Rolle muss man abgeben. Rolle nehme ich gleich mit. Danke dir. Alles gut, lass. Manche, also Mama sagte auch, dass der Döner, wo wir letztens waren, dass der voll trocken war. Und der hier? Lecker. Und schön saftig. Schmeckt wirklich gut. Ja. So, jetzt Papa ist auch jetzt da, Olaf. Hallo. Das ist Olaf, Papa. Mein Papa ist ja 30 Jahre schon Döner-Profi, würde ich jetzt mal sagen. Geht es für dich? Dankeschön, Osman. Dankeschön, Osman. Guten Appetit. Mein Geschmack? Ja, dein Geschmack. Extra scharf, extra viel Rotkohl. Meine Soße, was ich gemacht habe? Ja, deine Soßen. Okay. Hi. Ja, Osman ist mein erster Sohn. Der älteste, der wird jetzt 30 Jahre alt. Osman war als klein, wir waren als Eltern auch selber Anfänger, weil er war ein überaktiver Kind. Und wir wussten nicht, wie wir mit ihm umgehen. Und seine Probleme fangen schon mit 13 Jahren an. Mal Kleinigkeit so in der Schule Probleme gemacht, unter Freunden Probleme gemacht. Und dann hat mit Polizei angefangen. Ja, vielleicht es liegt ja auch an uns, dass wir, wie gesagt, wir waren auch als Anfänger oder wie sagt man auf Deutsch richtig,
Ab erste Kind erziehen, wir waren Anfänger. Dann geht er 2010 ins Gefängnis, dann fängt die Probleme an. Wie lange war er im Gefängnis? 3,5 Jahre? Ja. Ja. Dann ist er mal rausgekommen, 8 Monate später geht er wieder ins Gefängnis. Aber wir haben alles durchgestrichen, wir haben eine ganz saubere Zettel. Er hat sich selbstständig gemacht, jetzt steht er auf seine eigenen Beine. Und wir freuen uns als Eltern sehr, sehr. Wir wünschen alle Kinder, die wie ihn war, viel Glück und viel, viel Erfolg. Und ich hoffe, Gott sei Dank, dass so bleibt bei ihm. Ja, er hat sich original gefunden, wahrscheinlich. Ja, er macht sich selbstständig. Er schenkt uns Döner, jede Woche ist ein Mann. Nur unter einer Bedienung, wenn wir ihm seine Soße machen und 3 Stunden helfen. Spaß. Wie viel? 1,50 Euro. Muss man mit Liebe schneiden. Ja. Nicht jeder Schnitt wie Kunst sein. Ja? Das schmeckt besser. Wie ist denn das eigentlich mit deinen Eltern? Wie haben die auch was dazu beigetragen, dass du sozusagen wieder auf den rechten Pfad zurückgefunden hast? Na klar, ohne Familie, ohne diesen Rückhalt wäre ich heute vielleicht ganz woanders. Ich denke, ich wäre wieder im Knast gelandet. Weil halt, man braucht halt einen starken Rücken. Also ich wünsche alle Kinder, die wie er war, auch im Gefängnis oder in seinem Zustand viel Erfolg. Und die können auch gerne bei Osman kommen, so eine Kinder und so eine Erwachsene, also Jugendliche. Er kann auch seine Lebenserfahrung viel geben, weil er redet viel, auch sehr gut und er kann mit Talentierung reden. An die Leute auch, die das vielleicht sehen und Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen und da kein Rückgrat haben, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Sei es TikTok, sei es Instagram, ihr könnt mir schreiben, eine Message schreiben und die können gerne vorbeikommen und sich eine Mahlzeit abholen oder ein Rad abholen. Also so wie weit ich komme selber vom Boden, ich komme selber von unten. Deswegen die Leute, die halt das durchmachen, die verstehe ich und biete hiermit offiziell meine Hilfe an. Ganz Europa beste Döner hier. Wirklich. Ja, ich schwöre, ohne Witz. Wenn Sie jetzt sehen, was aus ihm geworden ist, also sind Sie stolz auf ihn? Ja, ich bin stolz auf ihn. Er ist ein guter Mensch. Er hat ein gutes, sehr sauberes Herz. Und er musste so sein. Er ist ein guter Mensch geworden, Gott sei Dank. Der SV-Döner für meinen lieben Olaf alias Modi Fudi. Lass dich schmecken. Chili Cheese. Modi Fudi.